Ich hätte ein anderes Beispiel aus der Barockzeit von Schockel. Barockzeit, das ist das wäre auch wieder 1750 ungefähr. Ich weiß jetzt die Zahl nicht genau. 1759. 18th century. Henri-Louis Schockel. And this is a book by Milling. Ja, genau. Okay. Und Milling selber, gibt zu oder bestätigt, also Schockel verwendet den Vibration-Begriff im Sinne von Vollschlag. Also auf jeden Fall gibt auch Milling zu, dass weil er schreibt, Schockel schreibt, 1 und 2 sprechen bei jeder Schwingung des Pendels. Bei jeder Schwingung 1 und 2 sprechen. 1, 2, 1, 2, dann ist es eine Doppelschwingung. Oder? Bei jeder Schwingung soll man 1 und 2 sprechen. 1, 2, 1, 2. Genau. So in this regard, this is a unique description. So. Ja. Genau. Ja. Aber da gibt auch Milling zu, in dem Zusammenhang, an der Stelle verwendet Schockel den Begriff Vibration im Sinn von Doppelschlag. Aber er hält das nicht durch. Also Milling bestreitet, dass nun dieser Doppelschlag oder dieser Begriff von Vibration bei den einzelnen Stücken vorauszusetzen ist. Das darf nicht sein. Nur bei dieser Einleitung. So in the theoretical approach of Schockel, what was it? Schockel. So Milling agrees with you. You're on the same line. It's double beat. Yes. But when you go to look at the musical pieces that they have written, that he has. Da sagt er, nein, da ist der Einzelschlag vorauszusetzen. And does the indications that Schockel give, does they differ with others? That from La Fillard und La Chapelle, or are they the same line? Die genau gleiche Linie. Aber damit eben für Milling der Konnex bestehen bleibt zu den anderen, muss natürlich hier die Einzelschwingung vorausgesetzt werden. Ich möchte hier ein Beispiel von Schockel aufgreifen, wo eben auch diese Messung mit dem Doppelschlag, also die Messung eines Dreiertaktes mit Hilfe des Doppelschlages geschieht. Und zwar bei einem Stück im Dreizweiteltakt, 3 halves. Ja. 3/2. Und da schreibt Schockel ganz klar, dass auf jeden Takt eine Vibration kommt. Auf jeden Takt eine Vibration. So every bar has one vibration. Genau. Also jeder Dreiertakt hat eine Vibration. Ja. Nun setzt er hier voraus die Länge 3,5 Fuß für dieses Beispiel. Es handelt sich um einen 3/2-Takt und einen relativ langsamen Dreier. Also relativ langsam. Ja. Jetzt sagt er auf jeden Takt eine Vibration. Nach Milling, der in diesem Fall eben auch wieder die Einzelschwingung annimmt, heißt das, ein Takt hat eine Sekundendauer, besteht aus 3 Halben, das heißt, die Halben gehen in einem Tempo von 180. Die Halben gehen in 180? Ja, oder weil der ganze Takt aus 3 Halben bestehend das ist impossible. Eben, das ist kein 3/2-Takt. Und auch nicht so, wie Schockel ihn beschreibt. Er schreibt ausdrücklich an einer Stelle, der 3/2-Takt ist relativ langsam. Ja. Das ist nun auch Milling aufgefallen und er sagt, daher soll die Pendelschwingung hier wahrscheinlich auf die halbe Note fallen. Er sagt einfach, ja, da hat sich offenbar der Herr Schockel verschrieben. Es gibt die andere Möglichkeit, wenn ich den Vibration im Sinn von Vollschlag voraussetze, komme ich zu einem vernünftigen Tempo. 90 pro halbe. Ja. Das wäre ungefähr dann es ist noch nicht langsam, aber
es ist vielleicht in dem Fall vertretbar. Auf jeden Fall 180 geht sicher nicht. Technically it's not possible. Ja. Und dass es sich um einen Druckfehler handelt, kann deswegen nicht sein, weil Schockel noch auf ein anderes Beispiel, auf ein Menuett verweist, das auch diese diese 2x3-Struktur. Then it should be das ist kein Druckfehler. Yeah, okay. Ja, ist kein Druckfehler. So if I summarize well, so you have the French sources where there is a discussion, but here you have a source that is clearly, no doubt, nobody's doubting about that, that's a double beat, and tempi are on exactly the same line as all the other ones. Yeah. And so, in your theory, there is one line, there is no exception. For Mealing, this is a mistake, and so he's not taking this seriously. Okay. Einen Fehler beim Autor annehmen, das muss man sehr gut begründen können. Und ich möchte einfach eine noch stärkere Begründung, sagen wir es mal so. Ja. Mir leuchtet diese Begründung nicht ein, also sie genügt mir nicht. Ja. Okay. Gut. Ja, das einmal jetzt zur Barockzeit, Messung eines Dreiertaktes. Jetzt gäbe es natürlich auch Beispiele aus der... Interesting demonstration of the pendle, but that's of course an easy way to understand how it was done. So, again, this was a very deep topic, I believe. For me also, it's really... I have to keep my shoulders straight because... I too. Yeah, but you've been researching this all along, so I'm really interested in... I'm at the other side, at the practical side, so I'm really interested in hearing all of this, but to understand it, and of course also a matter of language to translate it to English and to talk to you in German. It's for me difficult, and it's difficult matters, and it's not an easy fix, as you've been demonstrating and saying in the previous videos as well. So we're moving out of the 18th century maybe a little bit now, going to the metronome time and see if we come up with some cross connections that we can say, well, the metronome use of metronome is founded actually in the same principles as the double beat understanding of the French sources. So Lorenz, thank you again for this understanding. Will not be the last time. If this is your first time here on the channel, I'd love to have you subscribed. We're not only having videos on tempo, but it is of course a channel is a kind of laboratory of experiment, and it shows how the notation from Bach to Beethoven, that's the music we are covering here on the channel, a little bit before, a little bit later, how there is a line of a tradition that influences, of course, the music of Bach, of Beethoven, Mozart, Haydn very much if you really are consequent with that. And that's, of course, the thing that interests us very much. So thank you, Lorenz. Hope to see you again and in the next video. And until then, wish you all the best and see you later again. Bye.